Ich habe, glaube ich, zu viel gerade davon erzählt, dass es regnen soll. Ja? Wir können ja jetzt gleich mal warten. Vielleicht kommt am Wasserfall noch ein bisschen was runter. Weil ich sehe das nämlich hier schon. Nimm mal die Kamera einmal. Warum ist die an? Weiß ich nicht. Du hast die Wände angemacht. Ja, hier auf dem Stein, ne? Aber ich sehe das nämlich jetzt so. Kann man das sagen? Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu dem Lat Vanon Wasserfall. Wir sind ja jetzt gerade hier durch das Tor gefahren und müssten eigentlich nur hier diesem Weg folgen und dann dahin. Genau, und danach wollten wir nochmal zu diesem Damm mal gucken, ob da was ist, ob da was Tolles ist. Hier ist auch noch so ein Viewpoint, Aussichtspunkt, genau, danke. Deutsch ist immer besser. Ja, also hier gibt es doch schon einiges mehr zu sehen, als man bei Google Maps sieht. Deswegen gucken wir mal, was wir heute noch so erleben. Steht da? Lat Vanon. Ja. Hier müssen wir jetzt rechts. Laut Schild. Ach du Scheiße. Ah. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit dem Roller reinfahren soll. Ich glaube, wir lassen ihn mal stehen, ne? Oh, wieso habe ich gesagt, ich steige auf? Auf jeden Fall sind hier so Lost Places. Oh, ja, Schatz. Willst du runter? Ja. Und komm du bitte heil an. Davor. Also mir ist das zu heikel mit dem Weg. Ich bin abgestiegen. Wo ich gerade die Bananenpflanze sehe. Wir haben letztens das erste Mal in unserem Leben, die werden wahrscheinlich schon viele gesehen haben, wir aber nicht eine Blüte gesehen. Also wie die blühen, richtig schön. Ja, auf jeden Fall sind die einige Lost Places. Aua. Man sollte gucken, wo man hinläuft, aber mit der Kamera ist das mal schwer. Aber die Landschaft sieht genial geil aus. Und ich höre schon Wasser. Aber ich werde mich schon mal einmal bewaffnen. Angekommen am Lat Vanon Wasserfall, aber hier wieder meine Frage, was ist die Definition von einem Wasserfall? Wir sind jetzt gerade da runtergekommen. Ja, ich weiß es nicht, wie könnte man das nennen? Ich meine, klar ist hier Wasser und sicherlich, wenn es geregnet hat, auch noch einiges mehr. Ist auf jeden Fall auch sehr schön hier. Was ihr unbedingt haben müsst, ist ordentlich Mückenspray, denn wir haben uns auch schon gerade gut eingesprayt. So, ich habe jetzt da geparkt. Ja, Sarah sagt doch gerade, es bringt nicht so viel das Mückenspray. Die muss aufpassen, die ist nämlich ja gerade schon hingefallen. Sehr rutschig da gewesen, weil klar, sie ist hier vorher durchs Wasser und dann ist sie da ausgerutscht. Ich muss mal gucken, wir fahren gleich mal da hoch. Da fuhr vorhin ein Rollerfahrer. Eventuell ist über die Straße dieser ganze Wasserfall hier besser zu erreichen. Auch hier das Bachbett wieder mit imposanten Steinen bestückt, also lädt auch wieder zum Klettern ein. Ich würde gerne mal in die Richtung, weil da sah es ganz gut aus, aber müssen wir erst mal gucken, was jetzt da mit Sarah ist. Ich hatte auch irgendwie eine olle Mücke hier auf die Lippe gestochen, also die sind hier wirklich sehr aggressiv gerade gewesen. Wir haben ja ein bisschen Mückenspray drauf gemacht, aber ob es das jetzt gewesen ist, weiß ich nicht. So, da hinten sieht mir das nach Wasserfall aus. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin, ohne uns die Knochen zu brechen? Ja, Fragen über Fragen. Irgendwie müssen wir da rüber. Sarah wird jetzt da bleiben. Hier sind zu viele Moskitos und ich werde mich hier mal wieder mit meinem optimalen Schuhwerk irgendwie in Richtung da hinten bewegen. Hier durch das Gebüsch. Aber ich sehe gerade schon, hier
kann ich die Stromschnellen mit einem kleinen Schritt ganz gut überbrücken. Und stehe hier für den nächsten Problem. Hier scheint also auch schon mal ein bisschen mehr Wasser runterzukommen. Wenn man sieht, wie viel Gestrüpp hier von der ganzen Strömung mitgeschwemmt wurde, ist das hier sicherlich, wenn es endlich mal hier kräftig geregnet hat, ganz sicherlich auch sehenswert. Leute, ich sage euch, was man nicht alles da für den ollen Wasserfall macht. Aber ich will den sehen. Ich will den sehen. Ich weiß nicht. Ich will den sehen und ich glaube, ich komme dem Ganzen ja auch ganz gut näher. Aber ist natürlich auch nichts für Laufkranke. So, Fische hier in dem kleinen Becken. Und ich habe jetzt die ganzen Füße voller Sand. Aber auch hier, die Mühe lohnt sich hier. Das ganze Wurzelwerk, das sieht halt immer wieder beeindruckend aus. Aber auch der Wasserfall ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt dahin komme, wo ich hin will. Vielleicht hätte ich mir das auch alles einfach machen können, weil da steht ja so eine alte Hütte und ich denke mal, von dem Weg wäre man vielleicht über die Hütte direkt hier hingekommen. Da oben sehe ich jetzt auch gerade irgendwie einen Einheimischen langlaufen, der wird das hier sicherlich auch kennen. Ja, aber definitiv finde ich, war die Mühe wert oder war es die Mühe wert, hier über die Steine hinzuklettern. Ich gucke mal, ob ich gleich da über den Weg wieder zurückkomme, dann wisst ihr das, falls ihr hier mal hin wollt. Standort ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt versuche ich mal da unten hinzukommen. Ich ziehe mal meine Schlappen aus. Ich glaube, barfuß ist das weniger rutschig. Ich möchte mich nämlich hier unten mal hinsetzen. So. Weiter geht's. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob ich da rüber komme und wie gesagt da an dem Haus nochmal lang komme. Hier hat sich ein spezieller Wasserfall gebildet, da die Wasserleitung ist undicht und macht dann hier so einen kleinen Nebenarm auf. Hier ist definitiv schon wieder viel, viel einfacher zu laufen. Auch das sieht schön aus, wie das Wasser hier runterfällt. Also das ist schon nicht schlecht anzusehen und dafür, dass das hier gar nicht so ein bekannter Wasserfall ist, habe ich eigentlich kein Verständnis für. Weil gerade hier, wo das über diese flachen Felsen kommt, das sieht echt faszinierend aus. Ich weiß nicht, ob Sarah vielleicht gleich doch noch mal gucken möchte, aber spätestens beim Videoschnitt sieht sie ja das Ganze. Hier kann man jetzt wieder super laufen. Das heißt, wenn wir da gleich einen Weg von diesem Häuschen, von dem verlassenen Häuschen hier hinfinden, dann ist das natürlich auch für die Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, wieder etwas leichter zu erreichen. Obwohl halt dann immer noch die anstrengende Straße da das Problem darstellt. Ja, jetzt würde mich ja wirklich mal interessieren, wie sieht das Ganze aus, wenn hier richtig Wasser runterkommt. Muss beeindruckend sein, wenn dann hier über diese ganze Fläche das Wasser angeschossen kommt. Dann ist es sicherlich auch ein bisschen lauter. Jetzt ist der Hauptbach, glaube ich, dahinter, hinter diesem Grünzeug. Und hier wird es jetzt wirklich so unwegsam, dass ich sage, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Hier ist in der Pfütze ein bisschen abgestanden und da geht das Bachbett halt höher. Jo, auch schöne Ansicht hier von oben. Man sieht zwar nicht so viel Wasser plätschern, aber wenn man da unten so in das Grün reinguckt, es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schön die Natur solche Örtchen hier schafft. Wenn wir uns dieses Haus jetzt anschauen,
hat leider die besten Zeiten hinter sich, aber wenn man überlegt, das ist ja wirklich schon fast im Wasserfall gebaut. Also das muss irgendwann mal ein richtig schönes Erlebnis gewesen sein, da irgendwie ein paar Nächte zu verbringen. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso die das so haben verfallen lassen. Jetzt muss ich hier ein bisschen durchs Wasser, aber es ist nicht ganz so rutschig, wie es aussieht. Ja, ich verstehe nicht, warum haben die das so verfallen lassen. Also mit dieser riesen Scheibe drin, denke ich mal, wäre das echt ein schönes Ferienhaus für einen Urlaub. Also was meint ihr? Würdet ihr hier in dem Haus gerne mal ein paar Nächte machen, hier direkt am Wasserfall? Oder sind euch zu viele Mücken oder was auch immer? Was würde dagegen sprechen, hier eine Nacht zu verbringen mit dieser wunderschönen, traumhaften Aussicht? So, ich muss Sarah suchen und ja, stelle jetzt hier erst einmal fest, es sieht fast so aus, als würde man da auf den Weg ganz gut rüberkommen. Ja, genau, hier ist wie so ein Trampelpfad und da würde ich jetzt sagen, Mut zur Lücke. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Schlangen hier sind, aber bei uns in Paraguay rennen wir ja auch durch jede Wiese. Klar, das müsst ihr natürlich beachten. Das ist natürlich jedem sein eigenes Risiko. Geht man das ein, geht man das nicht ein? Wenn man dann ständig Angst hat, da könnte irgendwo eine Schlange auf einen lauern, schränkt einen das natürlich auch ungemein ein. Aber natürlich, Schlangen sind eine Gefahr. Ich weiß hier nicht genau, was es alles für giftige Schlangen gibt. Aber bei uns gibt es so die ein oder andere, im Endeffekt mehr oder weniger nur 2, die da doch schon sehr gefährlich sind. Aber ich höre jetzt mal auf zu quatschen, sonst schimpft Sarah wieder. Den Weg hier kennt ihr ja schon. Die anderen verlorenen Häuschen hier, das Klohaus hat auch hinter sich. Und dann bis später. Das war Donner. Ja. Jetzt fängt es natürlich auch noch an zu regnen. Oh, pass auf. Wir suchen jetzt nochmal diesen Damm. Mal gucken, ob wir den noch finden, bevor es richtig schüttet. Aber der müsste eigentlich auf beiden Straßen sein. Wir sind jetzt auf der Parallelstraße. Die oben laut Google Maps aber wieder zusammenführen irgendwie. Aber das ist es ja nur. Ja, noch ist es harmlos. Wir haben unsere Capes dabei. Ja, geil, meine olle Mülltüte. Ich werde da mal schnell runtergehen, weil ich bin ja neugierig. Ich muss ja mal alles sehen. Hier ist aber auch wie so ein Trampelpfad. Das heißt, der ein oder andere Tourist wird sich schon hierhin verirren. Aber so wie der Trampelpfad aussieht, nicht so viele. Und ja, bis jetzt können wir das hier einfach nur empfehlen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Da ist, glaube ich, gleich die Brücke, wo wir rüberfahren, wo ich gerade gesagt habe, das Ganze hier... also die beiden Straßen führen wieder zusammen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Ich muss ja gucken, wo ich hinlaufe, weil ihr seht hier alte Wasserleitung. Kann man sich auch schnell mal die Füße aufschneiden, gerade wenn man so komfortables Schuhwerk hat wie ich. Und das ist doch auch schon wieder die Mühe wert gewesen, hier runter zu laufen. Noch bin ich nicht ganz da. Aber der Ausblick gefällt mir. Hier könnte man schon fast reinspringen, also es sieht mir schon recht tief aus, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Reicht, wenn es gleich regnet, aber schön. Schön, wie es da hochgeht. Könnte man hier noch mal ein bisschen versuchen. Ja, hier ist eine bisschen rutschige Stelle. Aber ja, funktioniert. Und es sieht das schön aus. Mir gefällt auch hier noch ein paar Becken.
Wenn man da Lust hat, könnte man sich da jetzt reinsetzen. Also Wasser ist nicht ganz so kalt. Habe ich vorhin ja schon ausprobiert. Hier ein bisschen bachabwärts ist auch noch mal sowas wie ein Wasserfall. Und da unten ist auch irgendwas gebaut. Ich weiß nicht, das wird vielleicht sogar privat sein, dass da irgendeiner wohnt. Hier haben sie ihre Wasserleitung festgemacht. Aber das sieht doch auch geil aus hier. Wie sich das Wasser hier in den Fels geschnitten hat. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Sarah will da jetzt auch nicht so lange warten. Ich verliere mich immer hier in solchen Sachen. Dann kann ich gar nicht aufhören, mir die Sachen anzugucken, weil es sieht einfach geil aus. Gerade da unten, also das ist echt schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das ferienmäßig was ist. Also von der Straße konnte man nichts erkennen. Ich werde jetzt wieder zurückgehen und Sarah nicht so lange alleine lassen. Auf dem Rückweg habe ich doch tatsächlich diesen Damm gefunden, der ja unten auf dieser Karte eingezeichnet war. Dementsprechend muss Sarah sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Die Brücke hier wird nicht die Brücke sein, über die wir gleich fahren. Die scheint auch ihre Zeiten hinter sich zu haben. Auch ein weiterer Ruinenpunkt hier auf der Insel. Also für Leute, die sich gerne Lost Places anschauen, definitiv ein Besuch wert, weil ja auch unten schon die anderen Plätze waren. Das sieht jetzt auf jeden Fall beeindruckend aus, aber ja gut, ich könnte da jetzt noch lang, aber ich will die Sarah da jetzt auch echt nicht so lange auf die Folter spannen und gehe nur bis hierhin. Und ja, andere, man kann da auch einfach jetzt hier durchlaufen, aber dieses Ding, dieser Damm sieht schon gut aus. Ich weiß nicht, ich hoffe, es kommt so rüber auf der Kamera, wie ich es hier erleben kann. Ja, aber das Beste ist ja meistens, wenn man selbst hierher kommt und sich die ganzen Sachen vor Ort anschaut. Denn so schön das auch alles immer ist im Fernsehen, man wird nicht von Mücken gestochen und hat andere Vorteile. Aber hier zu stehen und das zu sehen, ist doch schon beeindruckend. Ich habe gerade festgestellt, auch rückwärts sieht das hier alles echt geil aus. Beeindruckend. Auch am Rand hier diese ja, beeindruckenden Felsen, die hier so einfach so rumliegen. Ist, oh, jetzt hänge ich doch hier glatt an der Liane fest. Nicht, dass ich mich eingesaut habe. So, jetzt schnell Anschluss von der Sarah abholen. Zu lange gebraucht. Wir fahren jetzt einfach noch mal so ein bisschen geradeaus weiter. Richtung Damm. Ah, hier ist der Damm. Hier kann ich mit. Jetzt geht. Ja, hier kann ich mit. Ich parke aber davor. Ja, lass hier stehen. Nee, das ist doch zu steil hier. In der Hoffnung, dass diese Viecher mich nicht komplett zerstechen. Jetzt kann ich nämlich auch mal was sehen, weil ich meistens an den tollen Sachen nicht mit kann. Ui, hier ist ein bisschen mehr Wasser. Jetzt haben wir die Angel nicht dabei. Alles ein Schuh. Jo, da unten unter der Brücke stand ich dann. Das ist natürlich wieder so eine Sache für mich. Das reizt mich hier so ein bisschen, das aufzumachen und das Wasser runterzulassen. Dann hätte man unten auch genug am Wasserfall.
Habt ihr das gehört? Ja, wir werden uns jetzt gleich auf den Rückweg begeben. Aber ich glaube, wir fahren hier lang gleich. Okay. Ja, thank you for keeping clean. Irgendwie verstehen das hier noch viele nicht. Ja. Ja, leider. Das ist natürlich schade. Man sollte seinen Müll auch wieder mit zurücknehmen. Sollen wir noch mal da in die Richtung gehen? Vielleicht kommst du da ein bisschen näher ran. Weil da ist auch noch wie so Wasserfall. Ja, ist ein bisschen schwül und Sarah bleibt da oben. Ich werde jetzt hier wieder so ein bisschen lang kraxeln und will da vorne auch noch mal hin. Also ist schon echt schade, ey. Der ganze Müll, der hier hingeschmissen ist. Und man hat ja gerade gesehen, unten aus dem Damm kommen ja die Wasserleitungsrohre raus. Also die Leute holen ihr Trinkwasser hier raus. Und traurig aber wahr, ja, ist ja alles voll Müll. Das weiß man nicht. Kann ja auch von weiter oben angeschwemmt werden. Man weiß es nicht. Ja, es wird immer dunkler. Es hat auch gerade schon gut gedonnert. Deswegen wird das wahrscheinlich hier auch heute für uns die letzte Station an dem Tag gewesen sein. Obwohl wir gerade mal 14, 15 Uhr haben. Wir könnten noch ein bisschen mehr machen. Egal. Wir werden gleich den Rückweg antreten. Wir sind ja ein Stückchen entfernt von unserer Unterkunft. Jetzt muss ich mal hier rüber. Ja, Leute, zieht euch vernünftiges Schuhwerk an, wenn ihr sowas macht, und kritisiert mich gerne unten in den Kommentaren. Ich laufe dann aber trotzdem nächstes Mal wieder mit Flipflops lang. Hier könnte man jetzt auch lang, aber das Laub macht es ja immer rutschiger. Ich glaube, ich bin nah genug dran an dem Ganzen. Ja, ich kann mich für Wasserfälle immer wieder begeistern. Ich war ja immer schon so einer, der gerne mit Wasser gespielt hat. Und jetzt kriege ich auch noch für meine große Klappe Wasser von oben, sehe ich nämlich gerade. Ihr seht es noch nicht. Aber wenn ich jetzt umdrehe, kann man hier auf dem aufgestauten Bachbett schon die Tropfen sehen. Es fängt an zu regnen. Ja, Sarah konnte dann wieder ihr rosarotes Regencape anziehen. Mit ihrem Teddybärchen drauf. Ich glaube, die wünscht sich immer heimlich Regen, weil sie dieses Teddybärchen so nett findet. Ja, jetzt ist auf jeden Fall erstmal die Herausforderung, wieder zurückzukommen. Wir werden jetzt gleich hier rüberfahren und hier runter. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wann nach Stichstraße. Nee, Das ist der Weg, der war doch vorhin eingezeichnet. der ging aber noch weiter. Nee. Damit wir, ja, ist egal. Wir machen so wie Sarah. Ich wäre jetzt gerne hier drüber Ja, aber gefahren. nicht, wenn es gleich anfängt zu schütten, Schatz. Ah, ja. Wir können morgen noch mal hier hin. Nee. Gleich. Ganz schön dunkel mittlerweile. Jo. Dabei hat der Tag mit so schön blauen Sonnenschein angefangen. Blauen Sonnenschein, blauen Himmel und Sonnenschein. Meine ich natürlich. Ja, immer ein bisschen mehr Essen fertig sind. Ja. Vielleicht soll ich anhalten für deinen Anzug? Ja. So, jetzt geht's los. Ja, der Roller ist nass, ich bin nass. Und bis Sarah ihr rosa-rotes Ding anhat, ist das eh vorbei. Also ich brauche meinen Müllanzug gar nicht anziehen. Das wird nichts mehr bringen, weil ich bin schon klatschnass. Ich habe, glaube ich, zu viel gerade davon erzählt, dass es regnen soll. Ja? Wir können ja jetzt gleich mal warten. Vielleicht kommt am Wasserfall noch ein bisschen was runter. Ja. Wir schauen mal, was der Tag alles noch so bringen wird. Und die Straße ist jetzt hier schon ein Bach geworden. Ja, ist warmes Wasser, was da an die Füße gibt. Das stimmt.